Bye-bye-Chip-Sektor. Ist das jetzt das Ende der Fahnenstange für Nvidia, ASML, Broadcom und so weiter? Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute einfach mal an, ob man jetzt im Moment seine ganzen Aktien, die man hier im Chip-Sektor vielleicht im Depot hat, rauswerfen sollte oder ob das jetzt eine normale Korrektur ist. Und ich möchte ein bisschen so auf die Marktzyklen generell eingehen. Und letzte Woche sind die ganzen Chip-Aktien wirklich sehr, sehr stark abgestraft worden. Eben in erster Linie aufgrund von geopolitischen Risiken, aber auch aufgrund von Kommentaren, die Donald Trump gemacht hat gegenüber Taiwan. Und das möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen rekapitulieren. Wir hatten ja zum Beispiel ASML, die wirklich sehr, sehr stark gefallen sind, und zwar circa 11%. Auch AMD, Marvell, Qualcomm, Broadcom, die sind alle 7% ungefähr gefallen. KLA auch. Also die haben grundsätzlich hat ASML relativ gute Quartalszahlen rausgebracht, wo ja eigentlich auch die Erwartungen des Marktes übertroffen wurden. Aber 50% der kompletten Verkäufe in diesem Zeitraum hat eben hier ASML in China getätigt. Und das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr hohes Risiko auch für ASML, falls es da zu höheren Restriktionen kommen sollte, was eben diesen Export nach China angeht. Also grundsätzlich macht ja ASML die Maschinen, die man absolut dringend benötigt, um eben diese Hochleistungschips produzieren zu können. Und man ist da absoluter Marktführer. Also ohne diese Maschinen von ASML geht da überhaupt nichts. Und man ist als ja, diese Maschinenbauer sehr, sehr stark abhängig vom chinesischen Markt. Ja, und wir sehen jetzt hier schon, der vielleicht nächste US-Präsident, beziehungsweise der ehemalige US-Präsident Donald Trump, hat hier auch nochmal einen Kommentar gemacht zu Taiwan, in dem er einfach mal erwähnt hat, dass Taiwan die USA für ihre Verteidigung bezahlen sollte. Ja, und er hat außerdem behauptet, dass Taiwan einfach mal 100% des amerikanischen Halbleiter-Businesses geklaut hat. Und das hat dem Markt natürlich überhaupt nicht gefallen. Und das hat auch so ein bisschen, ja, Verwunderung ausgelöst, beziehungsweise hat auch Doubts ausgelöst, ob er denn vielleicht Taiwan nicht mehr verteidigen würde, wenn er Präsident wird, also falls China hier einen Angriff starten würde. Ja, und auch aufgrund dessen sind dann zum Beispiel so Aktien wie Taiwan Semiconductor nochmal runtergegangen, aber dann relativ moderat nur um 2,4% am Mittwoch. Und natürlich betrifft dann sowas auch Supermicro Computer, Applied Materials und so weiter. Also die hängen natürlich alle sehr, sehr stark mit drinnen. Grundsätzlich ist ja der Chipsektor in einem relativ verdienten Hype eigentlich, weil wir eine absolut krasse technologische Innovation haben mit KI, maschinellem Lernen, 5G-Technologie, Internet of Things und hatten da auch wachsende Märkte natürlich dahinter mit autonomem Fahren, E-Mobilität, Cloud Computing, Rechenzentren, Forschung, Entwicklung. Also da wird natürlich dadurch wirklich sehr, sehr viel schneller gearbeitet und auch die Produktionserweiterung ist natürlich da viel, viel besser. Und ich möchte jetzt so ein bisschen auf die Marktzyklen noch eingehen und das eigentlich in erster Linie so am Beispiel von Nvidia. Also wir gucken uns noch mehrere Aktien an, wie da das charttechnische Bild jetzt aussieht, ob da vielleicht sogar eine Kaufchance ist oder wie es da im Moment läuft. Und das Hauptthema soll aber so ein bisschen die Marktzyklik sein. Und deswegen möchte ich noch grundsätzlich hier erwähnen, ja, also der Chipsektor ist an sich eigentlich immer stark zyklisch gewesen und sehr, sehr abhängig von den Nachfrageschwankungen in den verschiedenen Endmärkten halt, also wie Konsumelektronik, Automobil, Industrie. Also die lösen letztendlich die Nachfrage bei den Chip-Herstellern an, weil die produzieren ja sozusagen die Schaufeln für den Goldabbau. Ja, also das muss man auf jeden Fall beachten. Man kann auf jeden Fall feststellen, dass grundsätzlich hier der Trend über die Jahre dahingehend war, dass der Chipsektor immer weniger zyklisch wurde. Aber wir haben da schon noch immer eine Zyklik da. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass man schnell in eine Überkapazität reinkommt. Also Investitionen in neue Produktionskapazitäten können eben dann dazu führen, dass man einfach zu viel produziert hat und das wiederum führt zu einem Preisverfall, wenn eben die Nachfrage nachlässt. Und genau das könnten wir natürlich jetzt hier auch sehen und das schauen wir uns jetzt hier an Nvidia. Grundsätzlich haben wir hier noch einen sehr, sehr guten Score mit einem 12 von 15 Score in Qualitätscheck und haben KGV in 2024
von 97,93. Also wirklich sehr, sehr teuer bewertet. Dividende zahlt man ja auch ganz klein, aber ist relativ lächerlich. Und wir hatten hier wirklich extrem starkes Umsatzwachstum und haben einen Check von 13 von 15 Punkten. Ja, aber ich möchte jetzt hier mal so die Bewertungszyklik hier mit reinführen. Und wir sehen, dass wir im Moment uns hier, wenn wir das aufgrund von Fair Value zum Umsatz betrachten, wirklich in einem sehr starken überbewerteten Bereich befinden. Und wir sehen auch hier unten, dass wir da uns schon mal deutlich anders bewegt hatten, also in einem wirklich ähm, unterbewerteten Rahmen. Also hier unten waren wir auch teilweise mal so 10-20% unterbewertet. Und da war eben die Marktphase für Nvidia weniger schlecht. Und jetzt sind wir eben in einem deutlich überbewerteten und in einem guten Fahrwasser für Nvidia angelangt. Und das gleiche sieht man auch, wenn man den Fair Value zum Gewinn heranzieht. Also grundsätzlich ist es nichts Unnormales, dass man hier teilweise mal überbewertet ist, teilweise mal unterbewertet. Ich glaube, dass sich die Schwankungen langfristig dann immer mehr angleichen. Aber wir sehen, dass wir im Moment auf jeden Fall in einer Hypephase sind und hier schon sehr, sehr weit nach oben schwanken und meiner Meinung nach so ein bisschen die Risiken auch vergessen werden. Haben wir natürlich jetzt in letzter Zeit wieder etwas mehr gesehen, weil eben diese Marktschwankungen jetzt reinkommt, beziehungsweise diese geopolitischen Spannungen mit den eben diesen Handelskonflikten, also die Spannungen zwischen großen Wirtschaftsregionen wie USA und China, kann dann eben zu Handelsbeschränkungen und Sanktionen führen und das wiederum wäre dann natürlich wirklich sehr, sehr, sehr schlecht für die ganzen Chip-Hersteller und das definitiv, was Regulierung und Compliance angeht, absolut großes Risiko. Ja, jetzt gucken wir hier nochmal grundsätzlich den Chart an und dann auch den Markt im Allgemeinen. Ich habe jetzt hier mal den langfristigen Chart von Nvidia da und wir sehen eigentlich, wie zyklisch das Unternehmen zu Beginn war, seitdem es an die Börse gegangen ist. Und so ab 2015 hat man sich ja wirklich sehr, sehr gut entwickelt, hat aber trotzdem immer mal wieder so Korrekturen gefahren, wo man dann einfach Bewertung hat abbauen müssen und einfach mal ein schlechter Zyklus mit drinnen war und wir sehen, wir hatten hier ja schon so eine starke Rallye und sind dann korrigiert und jetzt haben wir eine Rallye, die in ähnlichem Rahmen ähm, eigentlich da ist, wie sie schon mal war. Ich habe jetzt hier mal diese letzte Rallye hier einen Trendkanal eingezeichnet. Und wir können eigentlich sehen, dass wir uns da absolut noch im gesunden Rahmen aufhalten. Also von der Trendgeschwindigkeit her ist hier absolut gar nichts in Gefahr. Wir hatten hier unten mal sogar so eine kleine Seitwärtsphase, die auch als Unterstützung dienen könnte. Wenn wir jetzt hier nochmal korrigieren sollten, längerfristig, könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich dann hier so um die 50 US-Dollar stabilisiert. Also das wäre eine Korrektur um 50%, aber da braucht sich dann eigentlich auch keiner wundern. Also das macht die Aktie öfter. Hier in der Inflationskorrektur hat die Aktie 70% korrigiert, also das wäre auf jeden Fall völlig normal. Und da müsste man sich auch überhaupt keine Sorgen machen, was den langfristigen Trend von Nvidia angeht. Ja, mittelfristig kann man aber sagen, wenn man uns jetzt hier die letzte Bewegung anschaut bei Nvidia, dann sehen wir, dass wir uns hier im Tageschart immer noch aufwärts befinden und das zwar ziemlich entspannt. Wir haben hier noch locker Luft und könnten vor allem mal hier schön langsam unter auf die 100 US-Dollar korrigieren. Da haben wir eine schöne Unterstützungszone hier mit den letzten zwei Hochs und einer offenen Kurslücke. Also hier ist auf jeden Fall noch völlig im Rahmen alles in Ordnung. Das ist hier nur eine kleine Korrektur. Also so viel mal dazu, der Chart und so weiter sieht alles noch okay aus. Wir haben da noch keine größere Korrektur eingeläutet oder ähnliches. Aber wir müssen uns natürlich bewusst sein, es ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier sowas nochmal passiert oder sowas in diesem Rahmen. Es ist halt eben nur die Frage, läuft die Aktie jetzt so weiter, dann ist es okay, dann bleibt man eben drinnen. Und wenn halt der Chart hier unten gebrochen wird bei 75 US-Dollar, wenn man kurzfristig orientiert anlegt, dann könnte man ja das dann zum Ausstieg eben nutzen. Ja, wir haben ja jetzt auch so eine kleine Sektorrotation mehr oder weniger festgestellt. Und ja, das zieht sich eigentlich richtig stark durch. Wir haben jetzt hier nochmal Broadcom. Broadcom sieht sehr, sehr ähnlich aus. Auch hier haben wir diesen wunderschönen Trendkanal und auch hier haben wir noch Luft. Bis auf eben diese 140 US-Dollar, da wäre die nächste schöne Unterstützung. Und auch hier haben wir natürlich langfristig diese Zyklik mit drinnen. Das Unternehmen ist aber grundsätzlich von der Historie weniger volatil gewesen, hat natürlich deswegen auch weniger Kursgewinne gemacht. Aber auch hier, ich bin hier investiert, Disclaimer,
Da sehe ich jetzt im Moment überhaupt keinen Grund, warum ich die Aktie verkaufen sollte. Und für mich wäre es auch okay, wenn jetzt hier nochmal so eine Korrektur kommt von 40%, dann würde ich die Aktie definitiv auch weiter halten und sogar aufstocken. Also grundsätzlich alles in Ordnung. Können jetzt hier nochmal die anderen Aktien so ein bisschen durchschauen. Auch KLA ist sehr, sehr stark runtergekommen. Da habe ich auch einen wunderschönen Trendkanal gefunden und eingezeichnet. Und der läuft auch gut, aber da würde ich auch langfristig Einstiegschancen eben erst realistisch sehen, wenn wir hier nochmal 30% runterkommen sollten. Und jetzt guckt man uns noch ASML an und man sieht eigentlich im Vergleich, ist ASML am schwächsten gelaufen von den ganzen Aktien und ist auch mit am tiefsten korrigiert. Klar, man hat hier einen wirklich sehr, sehr schönen Trend, der gleichmäßig ist, aber verglichen mit Broadcom und Nvidia und auch teilweise KLA, die besser gelaufen sind, ist das schon eine relativ schwache Entwicklung. Und wir sehen auch, dass wir uns hier eigentlich nur knapp über dem All-Time-High jetzt im Moment befinden. Und hier diese Monatskerze, das waren jetzt hier minus 14% aufgrund eben diesen ganzen Spannungen. Ja, grundsätzlich könnte sich jetzt hier auch um 775 € nochmal so eine Kaufchance vielleicht ergeben auf dem letzten All-Time-High. Aber ASML jetzt für mich im Moment nicht allzu interessant. Die müssten da auch nochmal ein bisschen schöner korrigieren. Dann kommt man noch Taiwan Semiconductor, die auch in einem schönen Aufwärtstrend und da sieht man eigentlich, da ist noch fast gar nichts passiert im Vergleich zu den anderen Aktien. Auch die haben einen wirklich sehr, sehr brutalen Run hingelegt. Ähm, Da könnte man sich die Aktie vielleicht mal näher anschauen, wenn die so bei 665 Taiwan-Dollar runterkommen sollten. Und das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, sehen wir eigentlich auch im Nasdaq. Der Nasdaq ist natürlich sehr, sehr technologisch orientiert und ist sehr, sehr abhängig von ja, den Chip-Aktien bzw. der ganzen Tech-Branche. Und wir hatten jetzt hier schon eine kleine Korrektur hier oben und sehen eigentlich, dass wir uns jetzt im Moment so minus 5, minus 6% unterm All-Time-High bewegen. Ja, also grundsätzlich wäre es kein Problem, wenn wir eine größere Korrektur machen würden, hier so auf das letzte All-Time-High ähm, um die 16.400 Punkte. Aber hier ist auch noch alles in Ordnung. Also wir sind im Tageschart auch noch nach aufwärts gerichtet. Wenn wir jetzt hier mal nochmal FIB anlegen und könnten jetzt hier nochmal auf die 18.400 kommen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und da ist auch noch Luft. Und ja, das wäre jetzt eigentlich auch ziemlich normal. Also wir sehen auch schon, dass wir hier im Trendkanal relativ weit gelaufen sind und konnten ja feststellen, dass Nebenwerte, Small Caps und so weiter deutlich schlechter gelaufen sind als jetzt hier dieser Nasdaq 100, weil der eben in diese großen Flaggschiffe investiert. Und jetzt können wir uns hier mal nur zum Vergleich den Invesco S&P 500 Equal Weight anschauen. Also hier sind alle Aktien nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet, sondern hier sind alle Aktien im S&P 500 in diesem Beispiel gleichgewichtet. Und wir sehen, dass wir uns hier eigentlich noch gar nicht auf Allzeit-High, also noch nicht lange auf einem neuen All-Time-High bewegen und schon hier auch relativ lange seitwärts laufen. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum das Portfolio von vielen hier eigentlich seit März keine großen Sprünge mehr gemacht hat, weil ja die meisten, denke ich mal, nicht so extrem stark nur in also in Technologieaktien investieren. Also ähnlich wie es bei mir der Fall ist. Bei mir laufen auch sehr, sehr viele Aktien eher seitwärts, weil ich auch sehr, sehr starke Nebenwerte eben investiere und nicht solche Aktien habe wie Nvidia, ASML und so weiter. Genau. Aber wir sehen, dass wir einen wunderschönen Ausbruch hatten mit plus 3% vorletzte Woche und hatten aber auch noch weiterhin relativ schöne Price Action hier, die aber relativ stark abverkauft worden ist. Also wir sehen, wir sind jetzt hier noch knapp unterm Allzeithoch beim Equal Weight, in dem Fall der S&P 500 und beim Nasdaq, da sieht man eben nochmal schöner die Unterschiede, sind wir schon 5 bis 6% drunter. Also wir sehen, dass sich der S&P 500 Equal Weight den normalen Indizes wieder annähert und das wollen wir ja eigentlich auch sehen. Also es ist jetzt im Moment eigentlich wirklich schön, dass jetzt die normalen Werte, also die Tech-Werte, die so hoch gewichtet sind, korrigieren und im gleichen Zuge die Nebenwerte mit hochziehen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber wir müssen aber auch klar sehen, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, die Marktzyklik grundsätzlich glaube ich, dass hier eine Korrektur auf jeden Fall irgendwann wieder ins Haus stehen wird. Aber im Moment liefert da der Markt absolut keine Signale dafür. Deswegen würde ich da jetzt auch noch nicht drauf spekulieren, dass jetzt hier eine große Korrektur stattfindet. Und wenn da eine Korrektur kommen sollte, dann sehen wir das natürlich auch.
und dann würde ich auch hier sogar nochmal nachkaufen dann, wenn wir uns aber da schon deutlich vom All-Time-High dann lösen sollten. Aber auf jeden Fall im Moment nicht beunruhigendes hier irgendwie zu sehen. Richtig langfristige Kaufchancen ergeben sich da aber jetzt im Moment auch noch nicht. Also da müsste schon noch mehr passieren, wenn dann vielleicht sowas wie mittelfristig. Ja, man muss auch sagen, wenn wir jetzt hier in Nvidia einsteigen, kann natürlich sein, dass die Aktie jetzt hier noch Wochen und Monate so weiterläuft in diesem Trendkanal hier nach oben. Also wenn wir jetzt sagen, der würde ja weitergehen und dann fängt die Aktie halt an zu korrigieren und natürlich wieder relativ scharf und es dauert dann halt ewig, bis die Aktie sich hier wieder fängt. So, und dann läuft die weiter nach oben. Ist ein bisschen hässlich gezeichnet, aber ist ja egal. Und dann hatten wir uns hier, sind wir reingekauft bei diesen 120 US-Dollar. Klar, wir waren da mal zwischenzeitlich deutlich im Plus mit nochmal so 100, 200%, 100% knapp. Und dann korrigiert die Aktie aber und dann haben wir hier so lange Zeit vergeudet in der Aktie und haben keine Kursgewinne gemacht, 2 Jahre und erst dann fängt die Aktie eben an wieder zu steigen und das muss man natürlich beachten. Also klar, auch es gibt Opportunitätskosten, das muss man immer beachten. Deswegen ist natürlich meistens es interessanter, wenn man eine Aktie in einer wirklich guten Korrektur kauft, im Vergleich zu so einer starken Rallye, die jetzt hier schon war. Aber das lässt sich natürlich immer sehr, sehr schwer auch vorhersagen. Alles klar, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben für das Video da und vielleicht ein Abo, wenn ihr in Zukunft mehr solche Sachen hören möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.